Etwa 300 Jahre lang lenken die Medici die Geschicke von Florenz und beeinflussen damit die Geschichte Europas. Ihre Geschichte ist geprägt von Geld, von Macht und von Intrigen. Diese Familie kommt nicht aus dem Adel. Sie stammen ursprünglich aus einer Kaufmannsfamilie und brachten sogar Päpste hervor. Wie gelingt einer Familie ein so sensationeller Aufstieg und wie schafft sie es, ihre Macht über Jahrhunderte zu sichern? Im Hochmittelalter verändert sich Europa. Die Städte wachsen, der Handel blüht auf, Geld verdrängt den Tauschhandel. Wer jetzt reich wird, sind nicht Könige, sondern Kaufleute. Florenz wird zum Zentrum des Bankwesens. Dann trifft die Stadt eine Bankenkrise, alte Familien stürzen und eine neue greift nach der Macht. Die Medici. Und genau aus dieser Familie stammt eine Frau, die später Frankreich regieren wird. Katharina wird am 13. April 1519 in Florenz geboren, mitten in der Renaissance, mitten in Italien. Ihre Mutter ist Madeleine de la Tour d'Auvergne, eine französische Adlige aus einer alten, einflussreichen Familie. Ihr Vater ist Lorenzo de' Medici, Herrscher von Florenz und Herzog von Urbino. Die Ehe ihrer Eltern ist keine Liebesgeschichte, sie ist Politik, ein Bündnis zwischen Frankreich und dem Papst gegen den mächtigen Kaiser. Doch Katharinas Leben beginnt nicht mit Sicherheit. Nur wenige Tage nach ihrer Geburt stirbt ihre Mutter und nur wenige Wochen später stirbt auch ihr Vater. Katharina verbringt ihre Kindheit bei verschiedenen Verwandten, erst bei ihrer Großmutter, dann bei ihrer Tante. Sie wird streng katholisch erzogen und bekommt die Ausbildung, die man von einer Adligen erwartet. Denn schon früh ist klar, dieses Mädchen wird nicht aus Liebe verheiratet, sondern aus Gründen der Macht. Der französische König will sie am liebsten an seinen Hof holen, doch der Papst blockiert es. Katharina wird zur Schachfigur zwischen Frankreich und Rom. Man gibt ihr sogar einen Titel, Herzogin von Urbino. Doch selbst dieser Titel ist nicht sicher. Er wird ihr wieder streitig gemacht und während in Rom Päpste wechseln, kippt in Florenz die Lage. 1527 stürzt eine Revolte die Medici. Katharina wird als Geisel genommen und von Kloster zu Kloster gebracht. Jahre, in denen sie keinen Schutz hat. Doch dann kommt sie in ein Kloster, das anders ist als die anderen. Ein Rückzugsort für wohlhabende, verwitwete Adlige. Dieser Konvent ist den Medici nicht fremd. Er wurde früher von ihnen unterstützt. Und die Äbtissin ist ausgerechnet Katharinas Taufpatin. Katharina wird freundlich aufgenommen. Sie bekommt eine große, komfortabel eingerichtete Klosterzelle. Und zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie sich nicht wie eine Geisel, sondern wie ein Kind. Sie bleibt dort 3 Jahre. Später nennt sie diese Zeit sogar die glücklichste ihres Lebens. Hier lernt sie, was sie später berühmt macht. Ihre perfekten Umgangsformen, ihr sicheres, einnehmendes Auftreten. Sie lernt Latein, Französisch und sogar Griechisch. Sie interessiert sich für Mathematik. Für ein Mädchen ihrer Zeit ist das ungewöhnlich. Doch der Papst will die Macht der Medici zurück und er verbündet sich dafür sogar mit dem Kaiser. Florenz wird belagert, die Stadt fällt. Und Katharina überlebt, nur knapp. Dann wird sie nach Rom geholt, nicht um zu leben, sondern um verheiratet zu werden. Denn jetzt beginnt der nächste Kampf. Wer bekommt Katharina de' Medici? Am Ende setzt sich Frankreich durch
Und der Mann, der ihr zugedacht wird, ist nicht irgendwer. Es ist Heinrich von Orleans, der spätere König Heinrich II. Katharina ist erst 14 und sie weiß, sie wird nicht verheiratet, sie wird als politische Schachfigur eingesetzt. Katharina reist nicht nach Frankreich wie eine Braut, sie reist wie ein Staatsakt. Sie ist der Preis der Verhandlung. Mehr als 40 Schiffe bringen sie nach Marseille, begleitet vom Papst persönlich und einem ganzen Hofstaat aus Kardinälen und Bischöfen. In der Stadt wird sogar ein Holzpalast errichtet, um die Italiener zu empfangen. Papst und französischer König verhandeln tagelang hinter verschlossenen Türen und am Ende steht ein Deal, der Frankreich Vorteile in Italien sichern soll. Erst als alles geklärt ist, zieht Katharina feierlich in Marseille ein. Dann geht alles schnell. 27. Oktober 1533. Der Vertrag wird unterschrieben. Ein Tag später die kirchliche Trauung. Nach Festen und Maskenbällen werden die beiden Jugendlichen in die Hochzeitskammer geführt. Am nächsten Morgen segnet der Papst das Paar und zeigt sich zufrieden. Doch ein Detail dieser Hochzeit wird später Geschichte schreiben. Katharina bringt Schmuck aus Italien mit. Berühmt werden besonders ihre Ohrringe, 2 große, birnenförmige Perlen. Später schenkt sie ihrer Schwiegertochter, Maria Stuart. Maria nimmt die Perlen nach Schottland mit und nach ihrer Hinrichtung landen sie dort, wo niemand sie erwartet hätte, bei Elisabeth I. Am französischen Hof ist Katharina zunächst allein, fremd, misstrauisch beäugt. Sie gilt nicht als Schönheit, aber sie hat etwas anderes, Präsenz. Sie ist gebildet und gesellschaftlich geschickt. Sie erträgt Spott, sie erträgt Scherze und sie macht aus Schwäche Anpassung. Sie sucht bewusst die Nähe des Königs und erobert sich einen Platz in seinem Umkreis. Katharina ist eine hervorragende Reiterin. Sie hält bei Treibjagden mit, sie bringt Dinge mit, die es in Frankreich so kaum gab. Den Damensattel. Und genau das beeindruckt den König. Katharina versteht schnell, am Hof regiert nicht nur der König, auch die Mätresse hat Macht. Und statt Krieg zu machen, macht Katharina etwas Klügeres. Sie bleibt höflich, respektvoll, freundlich. Sie baut Beziehungen auf, zur Mätresse des Königs, zur Schwester, zu allen, die Einfluss haben. Nur ihren eigenen Mann erreicht sie nicht, denn Heinrich gehört längst einer anderen, Diane de Poitiers. 1536 stirbt der Thronfolger plötzlich, nach kurzer, heftiger Krankheit, und damit ändert sich alles. Heinrich rückt nach. Katharina ist jetzt nicht mehr nur Ehefrau, sie ist die Frau des zukünftigen Königs. Und genau deshalb wird es noch gefährlicher. Jahre vergehen, keine Schwangerschaft, und der Hof beginnt zu flüstern. Man sucht die Schuld bei Katharina, man spricht von Scheidung, von einer neuen Braut, denn ohne Erben ist sie ersetzbar. Und ausgerechnet Diane wird zur Schlüsselfigur. Nicht aus Liebe, sondern aus Kalkül. Denn eine neue junge Königin würde Dianes Macht gefährden. Sie sorgt dafür, dass die Ehe bestehen bleibt. Sie schickt Medikamente, sie drängt Heinrich, regelmäßig bei Katharina zu sein. In einer Zeit, in der Europa an Hexen glaubt, kommt die nächste Geschichte. Katharina sei nicht nur gefährlich, sondern dunkel. Man beginnt über schwarze Magie zu reden, über Beschwörungen, über geheime Rituale. Auch weil Katharina Astrologen konsultiert, weil sie an Zeichen glaubt und weil ein Name immer wieder fällt: Nostradamus. Alles, was sie tut, wird gegen sie verwendet. Katharina versucht alles: Medizin, Rituale, Aberglaube. Sie will nicht nur ein Kind, sie will ihr Leben retten.
Und dann endlich 1544. Katharina bringt ihren ersten Sohn zur Welt, Franz. Und damit ist sie nicht mehr austauschbar. Ein Jahr später folgt eine Tochter, Elisabeth. Und danach kommen weitere Kinder. Nicht alle überleben, doch am Ende hat Katharina das erreicht, was am französischen Hof über Leben oder Tod entscheidet. Sie schenkt Frankreich Erben. 5 Söhne, die Zukunft der Valois. Unter ihnen Franz II., Karl IX. Und Heinrich III. Ab jetzt kann man sie nicht mehr wegschieben, denn sie ist nicht mehr nur Ehefrau, sie ist die Mutter des Landes. 1547 stirbt König Franz I., Heinrich wird König und Katharina wird Königin von Frankreich. Doch selbst jetzt steht sie nicht im Zentrum, denn Heinrich bleibt unter dem Einfluss von Diane de Poitiers. Frankreich feiert, ein Fest, ein Sommertag voller Glanz. Und mittendrin der König. Heinrich II. Wirkt unbesiegbar. Er nimmt selbst am Turnier teil. Und er will zeigen, wer er ist. Ein Stich, noch ein Sieg. Dann tritt ein Mann gegen ihn an, Gabriel de Loche, Graf von Montgomery. Heinrich wird aus dem Sattel geworfen. Es wäre ein Zeichen gewesen, ein Moment, um aufzuhören. Doch Heinrich besteht darauf, noch einmal anzutreten. Noch ein Duell, noch ein Beweis. Und dann passiert es. Montgomerys Lanze trifft das Visier. Ein Splitter bohrt sich tief in Heinrichs Gesicht, in sein Auge, bis ins Gehirn. Blut, Schreie, Panik. Der König bricht zusammen. Man bringt Heinrich ins Schloss. Ärzte versuchen, die Splitter zu entfernen. 10 Tage lang schwankt er zwischen Leben und Tod. Er sitzt zeitweise sogar aufrecht, diktiert Briefe, hört Musik. Doch dann verliert er erst die Sehkraft, dann die Sprache, dann den Verstand. Am 10. Juli 1559 stirbt Heinrich II. Mit nur 40 Jahren. Katharina trägt von nun an schwarz. Sie nimmt die zerbrochene Lanze als Symbol und macht aus diesem Tod ein Zeichen. Sie ist nicht mehr die geduldete Ehefrau, sondern die treue Witwe, die Königin Mutter. (1559) wird Katharinas ältester Sohn König, Franz II. Er ist erst 15. Bei seiner Krönung in Reims heißt es, die Krone sei so schwer gewesen, dass man ihm helfen musste, sie zu tragen. Ein Symbol, denn Franz ist jung und körperlich schwach. Doch er ist nicht allein, denn an seiner Seite steht seine Frau, Maria Stuart, die Königin von Schottland, am französischen Hof aufgewachsen. Katharina kennt sie seit Jahren. Und jetzt wird Maria Königin von Frankreich. Aber in Wahrheit regieren nicht Franz und Maria. 2 Männer treten in den Vordergrund, die Brüder aus dem Haus Guise, der Herzog und sein Bruder, der Kardinal von Lothringen. Katharina dagegen beginnt, ihre neue Autorität auszuspielen und ihr erstes Ziel ist klar, sie räumt auf. Diane de Poitiers verliert ihren Schutz. Sie muss die Kronjuwelen abgeben und das Schloss verlassen. Katharina nimmt zurück, was man ihr jahrelang vorenthalten hat. Franz II. Ist kaum 16, als er plötzlich schwer krank wird. Eine Infektion, Fieber, Schmerzen. Dann stirbt er am 5. Dezember 1560 und mit ihm stirbt auch Marias Zukunft in Frankreich. Denn Maria ist jetzt nicht mehr Königin, sie ist Witwe und sie muss gehen. Zurück in ein Land, das sie kaum noch kennt, Schottland. 1561 kehrt Maria Stuart zurück. Doch Schottland ist nicht mehr katholisch wie früher. Das Land ist gespalten.
Protestanten gegen Katholiken. Maria ist jung, stolz und gläubig, aber sie sitzt auf einem Thron, der längst brennt. Maria versucht, ihre Macht zu sichern. Sie heiratet. Doch diese Ehe wird zum Anfang vom Ende. Skandale, Misstrauen, Gewalt. Der schottische Adel erhebt sich. Maria wird gezwungen abzudanken. Sie verliert nicht nur die Krone, sie verliert ihr Land. Maria flieht nach England. Sie glaubt, Elisabeth wird ihr helfen. Doch Elisabeth sieht in ihr keine Verwandte. Sie sieht eine Gefahr. Denn Maria hat einen Anspruch auf die englische Krone, den viele Katholiken lieben würden. Und so wird Maria nicht gerettet. Sie wird gefangen. Fast 19 Jahre bleibt sie eingesperrt. Am Ende reicht ein einziger Verdacht, geheime Briefe, ein Komplott gegen Elisabeth. Maria wird verurteilt und am 8. Februar 1587 hingerichtet. Eine gesalbte Königin, getötet wie eine Verräterin. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn die Frau, die Maria am französischen Hof aufwachsen sah, die sie kannte, die sie wie eine Hoftochter erlebte, Katharina de Medici, sie erfährt von dieser Hinrichtung. Sa Majesté, Marie Stuart a été exécutée. Und selbst sie, die schwarze Königin, die angeblich nichts erschüttern kann, ist schockiert. Katharina kämpft weiter, zwischen Religionen, zwischen Lagern. The Queen Mother must protect the true faith of France. We ask only for the rights granted by the edict. Rights that undermine the stability of the realm. Zwischen Söhnen, die zu Königen werden und zu früh sterben. Bis auch sie am Ende krank wird. Sie stirbt 1589 auf Schloss Blois und wird in Saint-Denis beigesetzt. Und Katharina de Medici bleibt bis heute das, was ihre Gegner aus ihr gemacht haben. Eine Legende. Und vielleicht die am meisten missverstandene Frau ihrer Zeit.